An deutschen Hochschulen ist die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht. Zwar beginnen heute etwas mehr Frauen als Männer ein Studium, bei den Promotionen sinkt der Frauenanteil jedoch auf 46%. Professuren sind nur zu gut einem Viertel weiblich besetzt. Über Personen außerhalb der Zweigeschlechternorm gibt es noch kaum Statistiken. In den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik liegt der Frauenanteil deutlich unter dem Durchschnitt. Deutschlandweit sind 34% der StudienanfängerInnen Frauen, aber nur 16% der Professuren in MINT-Fächern sind weiblich besetzt. Dies ist ein Ausdruck noch immer vorhandener Barrieren für Frauen und stellt auch an der Technischen Universität Berlin ein Problem dar. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts findet zum einen auf individueller Ebene statt. Aufgrund von Vorurteilen werden einzelne Personen von anderen schlechter behandelt oder ihnen wird weniger zugetraut. Auf struktureller Ebene führen diese Stereotype zur systematischen Ungleichverteilung von Ressourcen und zur Benachteiligung ganzer Gruppen. Scheinbar neutrale Regeln oder Normen wirken sich zum Beispiel oft nachteilig für Frauen aus. Diese Form der mittelbaren Diskriminierung ist häufig gar nicht so leicht zu erkennen. Das Resultat sind unter anderem niedrigere Einkommen und Renten sowie geringere Repräsentanz in Führungspositionen. So erhalten Professorinnen der höchsten Besoldungsgruppe auch an der TU Berlin im Durchschnitt 800 € weniger an Gehaltszulagen pro Monat und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen haben seltener unbefristete Stellen. Als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist Gleichstellung nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern hat auch eine Hebelwirkung auf Innovation und Wirtschaftswachstum. Sie hilft, den Fachkräftemangel, insbesondere im MINT-Bereich, zu reduzieren und ermöglicht valide Ergebnisse in der Forschung. In Gesellschaften, die Geschlechtergleichstellung fördern, treten zudem weniger soziale Konflikte auf. Fälle von Belästigungen und sexualisierter Gewalt nehmen ab. Das Landesgleichstellungsgesetz und das Berliner Hochschulgesetz legen fest, dass noch immer bestehende Nachteile für Frauen an den Hochschulen aktiv beseitigt werden sollen. Dazu müssen die Hochschulen versteckte Diskriminierung erkennen und verhindern, spezifische Maßnahmen für diskriminierte Gruppen umsetzen und den Kulturwandel kontinuierlich vorantreiben. Bei der Umsetzung dieses Auftrages sind Beschäftigte mit Leitungsfunktion besonders gefragt. Getragen werden muss dieses Ziel von allen Mitgliedern der Universität. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten unterstützen die TU Berlin dabei. Es ist Zeit für einen Kulturwandel. Gemeinsam für Gleichstellung.